So, es gibt hier an der Hüfte und bei der Hüftarbeit 4 unterschiedliche Strukturen, die mich interessieren. So, when I work on the hips, there are 4 structures that I'm interested in reaching and changing. One is called the Tensor fasciae latae. Das heißt der Tensor fasciae latae. The second one is the Gluteus medius. Die zweite Struktur heißt der Gluteus medius. Dann es gibt den Gluteus maximus. Then there's the Gluteus maximus. And underneath the Gluteus maximus is the piriformis, which runs from the sacrum to the greater trochanter of the hip. Unterhalb so des großen Gesäßmuskels, Gluteus maximus, liegt der Piriformis, eine von den wichtigsten Muskeln des Körpers, weil es sehr viel mit der Positionierung des Kreuzbeins zu tun. Er verläuft vom Kreuzbein bis zum Trochanter major. Hier. Das ist ein Anteil, der oberste Anteil vom Hüftknochen. So, what am I going to do? I'm going to orient around the greater trochanter. Ich orientiere mich den Trochanter major herum. And I'm going to take my forearm and I'm going to let myself sink into the valley in between the greater trochanter and the tensor fasciae latae. Ich sink ins Tal hier rein zwischen dem Trochanter major und Tensor fasciae latae. Jetzt werde ich aufhören zu sprechen und falle hier rein. How does that feel? So, ich frage meine Klienten immer wieder, wie es denen bei einer bestimmten Bewegung geht, damit ich die nicht überwältige. So, I always ask for feedback so that the amount of work can be integrated, so that it's not overwhelming. Kann es mehr sein? Nein, ist genau richtig. So I asked her just now if I could go even more deeply, and she said no, that's right at the right level. So that's where I want to be. I want to be at a level where her nervous system can work with me from the inside. Ich will mit ihr arbeiten auf eine Art, wo ihr Hirnsystem von innen tatsächlich die Veränderung macht. Ich bin nicht derjenige, der was hier in ihrem Körper verändert. Sie macht die Veränderung von innen. Right? So it's very important to understand that with this work, I'm not fixing her or healing her. Her central nervous system is doing that work. I'm what you can think of as a reference point for that change. I add energy, I add awareness, and from the inside, she makes the change. So I'm going to move very slowly because this is obviously very intense for Eva. Ich arbeite ganz langsam, weil das für sie intensiv ist. Und ich bewege mich Richtung Beckenrand. So I'm going up. Now that I'm in between the greater trochanter, the tensor fasciae latae, I'm moving up toward the crest of the ilium. And you can tell by the way that she's breathing that this is really on a very therapeutic edge for her. Es ist an einer Grenze, die wirklich eine gut therapeutische Wirkung hat. I can feel the tissue softening and opening, spüre das Gewebe am sich ändern. Es wird geschmeidig und
fließender. And I've moved in the last minute or two only about that far. You see, I'm really giving her nervous system time to understand and integrate the work that I'm doing. So ich gebe ihrem Hirnsystem wirklich genau so viel Zeit, was es braucht, diese Arbeit zu integrieren. I don't want to trigger a defensive response from her. Ich will keine Verteidigung so provozieren von ihr, was der Fall sein könnte, was ich provozieren könnte, wenn ich zu schnell arbeite. So das Geheimnis ist die Langsamkeit. Okay. Now I'm above the greater trochanter. Ja, jetzt bin ich ungefähr so hoch gegangen mit meiner Arbeit. Ich bin jetzt oberhalb des Trochanter majors. And I'm going to sink into a different structure now, the Gluteus medius. Ich arbeite jetzt am Gluteus medius und ich sink hier wieder rein. How's that feeling? Wie fühlt es sich an? So she's asking me, I just asked her how she was doing, and she asked for a little bit more pressure, so I'm going to add some more pressure. This is how one decides. Often students ask me, how deep should I be working? I say, well, have you asked your client? No? Viele Studenten mich fragen, wie tief soll ich arbeiten? Ich sage denen immer, hast du deine Klienten gefragt? Na? Die bestimmen die Tiefe und Geschwindigkeit der Arbeit. Dann können die von innen mitmachen. Dann sind die Wirkungen von der Arbeit ziemlich unbegrenzt. Kann man wirklich vieles erreichen. So if you work with your clients and you allow them to decide, to determine the depth and the pace of the work, everything's possible because of the brilliance of their nervous systems. When their nervous systems become involved, the body can then heal itself. So I just lean in, and there you can see by the way she's breathing, this is a really good level to work at. So now I'm going to come out slowly. Ich komme langsam raus. And I give her a chance to breathe and just sense and feel what's going on. Ich gebe ihr die Zeit, einfach zu atmen und zu empfinden, was am Laufen ist. Durch die Arbeit und innerhalb des eigenen Körpers.